Schaut mal, was wir hier haben. Einen Schweizer Rösti. Hahaha. Und wie dieses kleine Knuspertier funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker. Kartoffelrösti, Schweizer Rösti, Berner Rösti. Wichtig ist, Natur ist pur. Und zwar nur Kartoffeln, ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss, wer mag, und Öl. Mehr kommt da nicht ran. Kein Ei, kein Mehl, keine Stärke. Aber, und das müsst ihr immer in der Tüte haben, eine große Handvoll Liebe. Und was wir als erstes machen, wir müssen diese Kartoffeln reiben. Und zwar mit der Hand. Carmen, wie heißt noch dieses große Gerät, was wir bei uns in der Küche in der Ecke stehen haben? Ich sag das jetzt nicht, weil dann gibt es hier einen Shitstorm. Dann heißt es wieder, die müssen ja Geld haben, dass sie 1300 € für dieses Punkt. Ich weiß jetzt tatsächlich den Namen nicht mehr. Sag doch mal eben, wie heißt denn der noch? Ich will dich jetzt aufs Glatteis führen. Merkst du das? Also, diese große, tolle Küchenmaschine, die so viele Haushalte haben, ist bestimmt, ganz bestimmt für irgendetwas gut, aber nicht für die Kartoffelrösti, weil ich bin der Meinung, ein Kartoffelrösti muss so grob gerieben sein und das Ganze schnell, das macht die Maschine auch. Aber die Liebe, die fehlt mir da. Das machen wir jetzt mit allen Kartoffeln. So, unsere, wichtig, mehlig kochenden Kartoffeln sind jetzt hier fast alle drin. Kleiner Tipp nochmal am Rande. Uralte Geschichte meiner Großmutter. Kartoffeln immer erst waschen, dann schälen und dann nochmal waschen. Dann habt ihr ein gutes Ergebnis. Und natürlich wisst ihr alle, dass eine Kartoffel, solange sie im Wasser liegt, nicht braun wird. Dann ist alles gut, aber jetzt haben wir hier die Oberfläche tausendfach vergrößert durch das Reiben und wir sollten jetzt schon ein bisschen Gas geben, weil diese Kartoffeln hier, die geraspelten, die rufen danach, jetzt braun werden zu dürfen. Deswegen jetzt ein bisschen Kniegas geben. Das stellen wir an die Seite und wir wollen jetzt gleich mal würzen mit Salz und Pfeffer. Und das sind rohe Kartoffeln, da muss ein bisschen was dran, sonst schmecken die nachher aber auch wirklich so, als wenn sie aus der Erde gekommen wären. Frisch gemahlenen Pfeffer. Das war ja auch ein schöner Soundeffekt da eben nebenbei. Hast du den mit einfangen können, Carmen? Unbedingt, ich hoffe es sehr. Ja, sehr schön. So, und dann die heißgeliebte Muskatnuss. Ich weiß, ihr mögt sie oder ihr mögt sie nicht. Dazwischen gibt's ja gar nichts. Das möge jeder für sich selbst entscheiden. Selbst eine kleine Spur gemahlener Kümmel ist jetzt erlaubt, ganz wie ihr das möchtet. Und ich habe neulich bei Kollegen bei YouTube, ups, da ist sie hineingefallen, bei Kollegen bei YouTube gesehen, dass sie da auch noch Speckwürfel oder Schinkenwürfel mit hineingegeben haben. Finde ich toll, schmeckt bestimmt lecker. Ich mache es nicht. So, unsere Kartoffelmasse mit den Gewürzen mischen wir jetzt durch, damit überall gleichmäßig Gewürz dran ist. Und wie gesagt, es gibt viele Rezepte, da kommt jetzt Ei oder Mehl hinein und ihr werdet sehen, das ist überhaupt nicht notwendig. Allerdings hat diese Kartoffel jetzt von dem Reiben direkt aus dem Wasser heraus noch viel Feuchtigkeit und die wollen wir jetzt mal wegnehmen. Dafür habe ich jetzt hier ein Tuch für meine Schüssel. Und da gebe ich meine Kartoffeln jetzt nur drauf. Alle da hinein. Und jetzt drücken wir das Wasser mal ein wenig raus. Und ihr werdet sehen, alles was da jetzt rauskommt, schaut mal. Wow, das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist richtig viel. Und das würde uns jetzt wirklich das Leben schwer machen in der Pfanne, weil da wo Feuchtigkeit ist, da entstehen keine Röststoffe. Also das muss da raus, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Schaut mal. Carmen, film ruhig mal rein hier in unsere Schüssel. Da sieht man mal, was da rausgekommen ist. Das ist ja echt enorm. So, jetzt haben wir eine trockene Kartoffelmasse. Die kommt zurück in unsere Schale. Wir geben jetzt unsere Kartoffeln in die Pfanne hinein. Zuerst ganz locker. Das teilen wir auf beide Pfannen auf, so dass wir eine gleichmäßige Menge haben. So. Und man hört es schon ein bisschen brutzeln.
Und was jetzt ganz, ganz, ganz wichtig ist, alle diese kleinen Streifen, die jetzt hier so frei herumliegen, die werden natürlich als allererstes braun. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt platt drücken, so dass das jetzt eine schöne gleichmäßige Stärke bekommt. Und alles, was hier so an kleinen Fransen raushängt, die solltet ihr versuchen, ansatzweise, so gut es geht, mit in den Rösti hineinzugeben, damit die jetzt nicht außerhalb verbrennen, weil die werden ja als allererstes braun. So, das braucht Zeit. Hier genau das Gleiche. Einmal platt drücken. Von der Menge her haben wir jetzt, ihr habt die Kartoffelgröße gesehen, pro Person rechnen wir da ungefähr 4 Kartoffeln. Wer sehr stark hungrig ist, der nimmt dann halt eine mehr. Wem das zu viel ist, nimmt eine weniger. Wenn die Pfanne größer ist, braucht ihr auch einen mehr. Ist die Pfanne kleiner, nimmt eine weniger. So wie ihr das möchtet. Ja. So, Carmen, siehst du hier die kleinen braunen Stoffe? Oh ja. Da ist es knusprig, höchste Zeit. Und es ist so ein bisschen schwierig. Wenn wir zu lange warten mit dem Drehen, dann wird es hier oben, die rohen Kartoffeln werden dann braun. Man sieht es auch so ganz leicht, dass sie sich verfärben. Warten wir zu wenig, dann ist es unten noch nicht braun. Also, man muss da so ein bisschen abschätzen. Also diese braune Ecke hier ist eigentlich immer ein guter Indikator. Und jetzt, wenn es so schön flutscht hier in der Pfanne, einmal schwenken und wir haben einen Rösti. So, wer sich nicht traut mit dem Schwenken, der nimmt einen Deckel und dann einmal über Kopf. So, und da ist er. Und dann wieder rein in die Pfanne. Jetzt auch von der Seite weiter braten. Und damit wir richtig schöne Geschmacksstoffe und Röststoffe kriegen, geben wir da jetzt noch links und rechts ein kräftiges Stückchen Butter mit hinein und lassen das nochmal 5 Minuten vor sich hin braten. Schweizer Rösti. Haha. Zack. Da ist er. Knusprig und lecker. Ging das einfach oder ging das einfach? Kartoffeln, Salz, Pfeffer. Wer mag Muskatnuss, mehr nicht. Und vergesst die Liebe beim Reiben nicht. Weitere Rezepte werden oben eingeblendet. Und im Übrigen, zu diesem Rösti schmeckt am besten Züricher Filetspitzen. Wie die funktionieren, dafür haben wir ein extra Video. Wir, die Kamerafrau Carmen und der Kalle, wir sagen Dankeschön und Tschüss. Und eins dürft ihr nie vergessen, Carmen. Was war das noch? Wir haben euch lieb. Ach natürlich, wir haben euch lieb. Und den Daumen nach oben, den dürft ihr nicht vergessen. Tschüss, ihr Lieben.